Bock auf Rinderbrühe? Wie bei Oma, mega, mega lecker. Schau dir das Video an. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute mal eine klassische Rinderbrühe, so wie sie meine Oma gemacht hat oder sonst auch jemand. Egal wer. Meine Oma. Deine Oma auch zum Beispiel. Wir werden noch einen kleinen Kniff anwenden, dass es auch wirklich ganz, ganz klar wird. Das ist ein Geheimnis davon. Und wie heißt es, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Zutaten. Ne? Ja, und das sind wirklich nicht viele Zutaten. Ist nur viel Fleisch, weil Rinderbrühe. Klar, hier hinten haben wir jetzt ganz klassisch jede Menge Markknochen. Dann, wie heißt es, hier haben wir ein schönes Suppenfleisch, eine Rinderbeinscheibe. Hier ist auf Hochrippe, was haben wir hier, ne? Genau. Dann, wie heißt es, klar, aus unserem Garten, jede Menge Kräuters. Lorbeerblätter eigens aus dem Garten. Hier haben wir Liebstöckel, also Maggi-Kraut. Maggi-Kraut. Ja, Pfeffer, Piment, Nelke. Haben wir hier noch fein? Thymian, okay. Dann, klar, Petersilie. Die kommt aber erst nachher rein. Dann Zwiebeln jede Menge, Knollensellerie, Möhrchen und Lauch. Also und wirklich überschaubar. Und natürlich Salz. Gut, die wichtigste Zutat haben wir jetzt vergessen, ne? Wasser. Wasser. Und Wasser. Genau. Wenn du aber jetzt in dem Fall kein Fleisch magst, machst du eine Gemüsebrühe. Richtig. Lässt das Fleisch weg. Dann wartest du auf ein anderes Video. Ganz einfach. Machen wir irgendwann mal. Heute wird Rinderbrühe. Und zur Rinderbrühe brauchst du Fleisch. Zuerst, bevor wir jetzt anfangen, hier kocht schon Wasser. Aber nicht für die Brühe, sondern das siehst du gleich wofür. Wir fangen jetzt erstmal an, unser Mark aus den Knochen rauszuholen, weil wir wollen eine klare Brühe haben. Und für eine klare Brühe holst du das Mark aus den Knochen. Das Mark werden wir nicht wegschmeißen. Um Gottes Willen. Daraus machen wir ja noch eine passende Einlage. Die Zeit von BSE ist vorbei. Ja, wenn definitiv. du zu einem Metzger deines Vertrauens gehst und holst dir da Markknochen, kann dir gar nichts passieren. Richtig, ist ja heute gesetzlich vorgeschrieben, aber das ist lange her, also keine Panik. Einfach, besten ist, den Mark, also die Markknochen rauszuholen, also den Mark, wenn die so nicht ganz so kalt und so, also Mittelding, noch relativ kühl, aber schon leicht angewärmt sind, weil dann kriegst du die am besten einfach hier rausgedrückt. Manchmal ist es ein bisschen eng. So. Das ist nicht gerade so schön, aber ja, gleich einen Löffel holen. Gerade ein bisschen. So. Also geht eigentlich relativ fix. So, ich mache das mal gerade schnell, dann geht es schon weiter. So, da wo es so ein bisschen fester drin ist, einfach so einen Holzlöffel holen. Und dann kann man die einfach mit dem Holzlöffel rausdrücken. Ja, wie bei mir gerade die Fingerchen zu dick sind. So. Ach, du hast doch zarte Finger. Ganz zarte Finger, ja. Jo, passt. Als da noch ein bisschen Knochen oder so dran sein sollte, was passieren kann. Deswegen gerade mal grob abfüllen und gerade abwaschen. Jetzt kocht hier unser Wasser. Und das Wasser nutzen wir jetzt nur um gerade unser ganzes Fleisch einmal zu blanchieren. Das heißt, da kommt unser Fleisch rein und unsere Knochen. Ja, ist gut voll. Das soll ja nachher auch richtig stark schmecken. Richtig. Wobei hier, das ist jetzt eher echt nur dafür, dass wir ja keine Trübstoffe drin haben. Das siehst du jetzt schon, das Wasser, wie schnell das jetzt hier trüb geworden ist. Das ist ja alles in der Suppe drin. Das machen wir jetzt nur wirklich gerade 5 Minuten lang so, dass wirklich nur gerade alles blanchiert wird. Den Kitchen Hack kannte ich gar nicht. Ich kannte nur, dass diese Trübstoffe oder der Schaum zwischendurch abgeschöpft wird, wenn Richtig. die Suppe kocht. Das machen wir nachher. Also hat man das dann trotzdem. Das hast du immer, weil da ist ja Eiweiß, wenn auch austritt. Wir machen das hier auch, weil jetzt hier tust du schon mal das erste abschrecken, holst schon mal das Grobe raus, das starke Kochen, geht auch schon mal Eiweiß ein Teil raus. Das Wasser wird auch nachher weggekippt. Sagt, gerade 5 Minuten. Dann wird das wirklich nur gerade, abgeschreckt und dann gehen wir einen anderen Tropfen, auch einen größeren Tropfen, machen weiter. Also einen Schönheitspreis kriegt das beim Kochen nicht, aber dafür nachher absolut 5 Geschmackspunkte. Definitiv. So, 5 Minuten sind rum. Siehst du schon, wie hier alles beheißet ausgekocht ist oder vielmehr alles gelassen hat. Hol ich alles mal schnell raus. Wir haben leider kein so großes Sieb. Deswegen muss ich jetzt schnell sein. Ja, hier. Also das ist alles trüb, Ja. das ist alles grau, aber das gehört so. Richtig. So. Ich muss das einmal, hupsa,
Das ist immer stabiles Küchenwerkzeug. Das strecke ich jetzt einmal kurz ab. Wasche es ab. Und dann geht es gleich weiter. Und mal jede Menge Zeug raus hier. Das ist heftig. So, jetzt holen wir hier den nächst größeren Topf. Und da rein kommt jetzt unsere Zwiebel. Die kommt jetzt erstmal Muttergott Seelen allein da rein, ne? Richtig, der Topf kann jetzt heiß werden. Die Zwiebel einfach nur in der Hälfte durchschneiden. Natürlich mit dem Scharfmesser. So hier. Und dann wird die einfach mit dem Boden nach unten reingesetzt. Und dann kann die jetzt erstmal richtig Farbe kriegen. So, in der Zwischenzeit, wir haben hier so ein Gewürz oder Kräutergitterchen. Ist einfach eine einfacher. Weil wird eh passiert, aber kommt alles rein, ne? Mhm. Obwohl, ich mach die Kräuter, kann ich so reinschmeißen, aber heller zieht das. Genau. Ja. Wenn du sowas nicht hast, geht auch ohne. Natürlich. Du kannst auch so ein Teebeutelchen nehmen, geht auch. Ja, geht nur darum, das grobe näher, einfach das einfache näher zu trennen. Muss nicht unbedingt machen. Nee, wir jagen das ja alles durch Passiertuch, Ja. Von daher wäre das eigentlich egal. Ich wollte einfach mal ausprobieren. Das haben wir schon Ewigkeiten bei uns drin liegen. Wir haben die mal so reingeschmissen. Ne? Richtig. Deshalb heute perfekt. Für den Fernsehen passt das doch. Für Fernsehen, für YouTube. Oh Gott, Fernsehen, ich bitte dich. Ja, manchmal. So. Restliche Gemüse hat meine Frau alles schon in grobe Stücke geschnitten, also das passt. Aber weißt du, was wir vergessen haben, Herr? Was denn? Zum Nachwürzen, Herr. Ist das Pfeffer? Ja, zum Nachwürzen. Oder ein bisschen Sojasauce. Können wir auch noch nehmen. Kommen wir dazu. Hier, das sind jetzt zuerst mal die ganzen Grundzutaten Richtig. für den Anfang. Und dann gucken wir weiter. Weil für unsere Marklöschen haben wir auch noch nichts da stehen gehabt. Hast du ja die Beilage verraten? Ja, mein Gott. Also wir machen ja noch Marklöschen dabei. Deshalb haben wir das Mark auch Office gesagt, wir machen wirklich Original-Marklöschen. Aber kommen wir nachher zu. Jetzt erstmal Suppe. Also Ansatz. Soßen. Suppenansatz. Brühe. Rinderbrühe. Rinderbrühe. So ist richtig. Hi, Carlos. Ja, guck mich extra nicht an. Guck mich extra nicht Paperboy. an. Naja. Und da ist Paperboy. Da ist Paperboy. So ist im Fernsehen. Paperboy, komm mal her. Komm mal her. Du wirst schon vermisst von dem einen oder anderen. Unsere Zwiebeln sehen jetzt so aus. Also richtig schön dunkel, richtig schön Farbe gekriegt. Das passt schon. Wow. So, und jetzt kommt hier erstmal unser ganzes Fleisch rein. Und obendrauf unser Gemüse. Und nochmal, das ist eine Rinderbrühe, keine Gemüsebrühe. Also wir wollen ja den Rindgeschmack haben. So, und jetzt kaltes Wasser obendrauf. Warum kaltes Wasser? Durch das kalte Wasser lösen sich die ganzen Geschmacksstoffe und so was viel besser. Und noch ein Ding, dass die Brühe nachher wirklich klar wird. Sind also ein paar wenige Sachen, die man beachten muss, um die perfekte Brühe zu bekommen. Gut, perfekt. Ja, für sich selbst perfekt. Also was mir jetzt für uns, denken wir, für uns perfekt ist. Oh, passt so. Wow. Einmal alles gerade unterdrücken hier. Und dann aufpassen, die soll jetzt kurz warm werden, aber nicht lange, also nicht aufkochen, sondern wirklich nur vor sich hin simmern. In unser Ei rein. Jo, perfekt. Das Gewürzei. Genau. Wer jetzt aufgepasst hat, sieht, unsere Petersilie habe ich schon nicht reingeworfen, weil die Petersilie, wenn man die zu lang kocht, ist der Geschmack weg. Also die kommt wirklich nur ganz kurz vorm Schluss kommt die rein, also die kleine Schütte, dann kommt die immer unter, da hat die den vollen Geschmack. Ist viel leckerer, als wenn sie jetzt dabei klopst. Jo,
im Endeffekt jetzt kurz mal ganz kurz aufkochen lassen, dann runterstellen, dann wirklich nur noch simmern lassen. Und dann mittendrin kommt gleich ein bisschen Schaum, zeige ich dir dann. Und dann war es halt den Schaum abschöpfen. Ungefähr 1,5, 2 Stunden. Und dann sind wir schon fast fertig. Ja, fast. Also bis gleich. In der Zeit, wo unsere Suppe jetzt kocht, machen wir schon mal unsere Beilage, nämlich unsere Marklöschen. Unsere Einlage. Ja, hast du. Du hast gesagt Beilage. Einlage, Entschuldigung, Einlage. Ja, wir machen unsere Einlage. Jetzt habe ich hier eine Pfanne, die wird gerade mal kurz warm. Da rein kommen jetzt unser Knochenmark, was wir eben rausgeholt haben. Einfach um es schon mal aufzulösen. Und danach können wir durch ein Sieb streichen, weil wir könnten eventuell noch überall so ein bisschen Knochen dran sein, dass wir keinen mehr im Mund haben. Nein. Deshalb jetzt hier in die Pfanne rein. Dann kann ich das erstmal auflösen. Geht relativ flugs. Und dann geht es gleich weiter. So, in der Zeit, wo unser Knochenmark hier langsam auflöst, mal gerade zu den Zutaten. Einmal hier hinten Semmelbrösel. Dann wäre also klar Salz und Pfeffer, wie immer. Dann brauchen wir auf die Menge jetzt hier 4 Eier, Petersilie, bisschen Muskatnuss. Das ist also echt überschaubar. Jetzt, wo unser Knochenmark da schön sich auflöst, kannst du ja mal was sagen zu dem Streitthema Gemüseeinlage. Was meinst du mit Streitthema? Naja, also wir haben schon ganz oft mitbekommen, Ja. dass frisches Gemüse als Gemüseeinlage nachher absolute Verschwendung ist und Nein. man das nimmt, was schon in der Suppe drin ist. Nö. Bin ich nicht der Meinung, weil ich sag mal, das Gemüse, was jetzt in der Suppe drin ist, das laugt aus. Der ganze Geschmack geht in die Suppe über, damit hat seinen Dienst getan. Und wie heißt es, ich bin ein Fan davon, einfach frisches Gemüse wieder dabei zu tun, weil es einfach besser schmeckt. Ja, ist so. Also- So kenne ich doch von zu Hause und mal ganz ehrlich, da bricht sich doch keiner einen Zacken aus der Krone. Nein, Ein paar Möhrchen, ein bisschen Lauch oder Sellerie da noch mit reinzuknallen. richtig. Vor allem ist ja keine Verschwendung, weil wie gesagt, der Geschmack, das Gemüse hat seinen Dienst getan. Ja? Also alles gut. Ja, nur mal als kurze Anmerkung hier in dem Video, weil da gibt es den einen oder anderen, der sich darüber echauffieren wird. Da sind wir wieder. Ich habe die Kraut, also wird gegessen. Klar. Nein. Da finde ich es viel wertschöpfender, vom Rind hier alles zu verwerten. Und dafür ist ein Lebewesen gestorben. Ja. Wenn wir jetzt hier gerade dabei sind, die Frage kam gerade von meiner Frau, wenn du jetzt, gibt es ja auch, kann ich auch voll und ganz verstehen, also wenn du sagst, du möchtest jetzt nicht den Rindermark, Knochen, also den Rindermark benutzen, Alternative dazu, Zutaten bleiben gleich und einfach statt des Rindermarkes gleiche Menge Butter. Aber Butter. Ja. Keine Butter mit Rapsöl, keine nein. fluffige, Keine Margarine, nein, Butter, richtige Butter. Auch von der Kuh, nicht Ärmel vom Sojafeld, nein, eine Butter. Da heißt es, dann hast halt Butterklößchen. Ich sag mal, Die schmecken auch gut. natürlich, Haben wir auch schon gemacht. natürlich. Eigentlich öfters als die Markknochen. Ja, weil wir die halt auch beim Metzger nicht immer kriegen. Richtig, Und man will ja was Vernünftiges. richtig. Ja, guck mal, kommt schon langsam. Die Hitze ist nicht zu hoch, sondern wirklich so, dass man alles schön auslässt. Ich glaube, wir waren sogar noch ein bisschen zu heiß jetzt hier, deswegen haben wir nicht alles aufgelöst, aber das ist schon wirklich ordentlich. Das sieht jetzt so aus, die ganze Sache. Und die kommt jetzt hier, das sage ich doch mal hier in die Kamera, so. Du bist hier unfallfrei in ein Sieb zu geben. So. Gerade mal ein bisschen ausstreichen, ja, das passt schon. So. Das hier kann man definitiv nicht mehr verwenden, das sind jetzt die Reste davon, aber ist schon eine ganz andere Nummer. Jetzt sieht die ganze Sache so aus, die kann gerade ein bisschen abkühlen, weil gleich kommen ja Eier dabei, und damit die uns nicht gerinnen, kann er gerade ein bisschen kalt werden. In der Zeit räume ich gerade ein bisschen auf und wir schauen mal nach unserer Brühe, weil ich glaube, da können wir schon ein bisschen abschöpfen. Wenn das jetzt hier drauf so ein bisschen Schaum bildet, den einfach der Schaumkelle abschöpfen, damit die Brühe auch wirklich klar bleibt. Und wie gesagt, nur sieden lassen, nicht kochen lassen. Da ist er wieder.
Also dämlich. Ja, weil für euch schnellt man einen Wimpernschlag. Also das Richtig. sind für uns einige Minuten manchmal. Wohl Ne? wahr. Wir haben gerade ein bisschen umgebaut, weil hier das Kochfeld klappt ein bisschen besser als hinten unser Olles. Deswegen ist die Suppe jetzt wieder hier. Unser Mark ist jetzt gut ein bisschen abgekühlt, ist immer noch warm. Aber jetzt kommen hier schon mal unsere Semmelbrösel dabei. Dann kühlt der ganze Kappe noch ein bisschen aus. Gerade schon mal unterrühren. Ja, der hier hoch, herrlich. Absolut, ne? Gerade ein bisschen an der Rand streichen, damit er ein bisschen kühler wird. Einfach, dass gleich die Eier nicht gerinnen. Bevor wir jetzt hier unsere Eier da reinkloppen, haue ich die lieber direkt erstmal in ein kleines Schälchen rein. Weil wenn ich jetzt hier Schale mit reinhaue, kann ich sie noch rausfischen. Und die Legende sagt ja, wenn man Eier auf einer flachen Oberfläche ankloppt, hat man weniger Gefahr, dass man Schale hin. Aber ist das wirklich so oder ist das einfach nur Mist? Keine Ahnung. Den irgendeiner mal erzählt hat. Irgendeiner, der einfach eine Strähne hat und immer wieder Glück hat, sagt, alles klar, klappt so besser. Keine Ahnung. Die kommen jetzt tutti komplett hier rein. Werden auch wieder verrührt. Und dann kann die ganze Sache mal ein bisschen quillen. Falls die jetzt zu matschig sein sollte oder so, oder dein Paniermehl das anzieht oder so was, einfach ein bisschen nachsteuern mit ein bisschen mehr Paniermehl. Genau. Also nichts Besonderes. So, aber das kommt, das merkt man schon. Ein bisschen aufpassen, ein bisschen runterstellen an das Kochfeld und direkt wieder Schaum runterholen. Also ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber desto eher hast du ja eine schöne, klare Brühe. Und das Maggi-Kraut, das riecht, ne? Ja, nach Maggi. Guck mal hier, die kommen schön. Ja, wunderbar. So. Jetzt haben wir das grob verrührt. Jetzt kommt hier rein unser Schnittlauch. Nein. Ach, Petersilie-Schnittlauch manchmal. Dann ein bisschen Muskatnuss. Bei uns im Gutschlag. Ja. Ich liebe das. Ja, ich auch. Das passt. Dann ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Salz. Salz ist ein bisschen vorsichtig sein. Da wirklich nur so einen halben Schlag. So, damit wir jetzt eine richtige Konsistenz hinbekommen, jetzt wirklich mit den Händen kann man Finger waschen. So kann man Finger waschen. So, Finger sind gewäscht und jetzt hier schön durchkneten. Bis wir eine schöne Masse haben. Die Oma hat das auch immer mit den Fingern gemacht. Ja, kriegst auch am besten verteilt. Ist so. Aber das ist auch immer so eine Glückssache. Ne? Also ich muss sagen, Marklöschen, wenn du einen guten Tag hast, werden sie was. Und beim schlechten Tag hast du aus einem Marklöschen 18. Richtig, dann hast du nämlich irgendwie so einen Klumpen da drin oder nur noch Mehlsütsche. Das Oder kann passieren. Kann passieren. Man merkt, ich baue schon vor, weil es kann schief gehen. Der kommt jetzt so für 10 Minuten, Viertelstunde in den Kühlschrank. Dann kann der ein bisschen anziehen. Dann können wir den gleich einfacher formen. 20 Minuten sind rum. Die ganze Sache sieht jetzt so aus. Jetzt versuchen wir daraus unsere Marklöschen zu formen. Ich habe jetzt hier so einen Eisportionierer. Der ist ein bisschen groß, aber ich werde den nur halb voll machen. Aber dann habe ich ungefähr ein Maß, wo die hingeht, die Reise. Ja, so Fitzeldinger mag ich auch nicht, ne? Ich hole mir aber gerade mal ein Glas. Ups, au. Weil dann kann ich den immer schön reindunkeln. So. Wie so ein italienischer Eisverkäufer, ne? Ja, das hilft eigentlich meistens ganz gut. So. Ja, ist ganz gut fest geworden. Aber die fühlt ja ganz gut an. Bin mal gespannt. Oh. So ein bisschen fest, ne? Dann müssen wir mit ein bisschen Butter nachsteuern. Ja. Ich glaube, die sind so feste. Von der Größe her sind die schon ganz gut. Ja? Ja. Wir schauen mal. Ja, wir probieren mal was aus. So, wir haben uns gerade beraten. Haben wir jetzt 2 Eier dazu.
in der Hoffnung, dass die genug binden. Das ist halt manchmal so im Leben. Und wir sind dagegen, sowas nicht zu zeigen. Richtig. Weil du solltest ja zu Hause auch wie nachkochen können. Richtig. Und es ist doch beruhigend, wenn man weiß, dass anderen die gleichen Sachen passieren wie einem selbst. Scheiße passiert. Und wie oft hat meine Mutter schon gesagt oder meine Oma, das kommt auch auf die Temperaturen drinnen Ja. und draußen von den Lebensmitteln an, ob es mal funktioniert oder nicht, ob man nachsteuern muss oder nicht. Da ist Ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Nö. Haben wir das schön gut geredet. Nee, wir haben gesagt, wie es ist. Das Schöne ist, wir konnten jetzt noch mal probieren. Und da hat auch ein bisschen Salz und Pfeffer gefehlt. Also wir haben noch mal einen guten Schlag Salz und Pfeffer dran getan. Das passt jetzt. So. Und die Masse passt jetzt definitiv. Jetzt Genau. ist es gut. Und bevor wir die gleich komplett fertig machen, machen wir ein Probeklößchen Richtig. und schauen mal, ob er zusammenhält oder nicht. Richtig. Wobei jetzt fühlt sich gut an. Das probiere ich aber mal. Jetzt passt es. Tja, Auf ein neues. Ah, mach hier viel besser. Jetzt haben wir eine schöne Konsistenz. Guck mal hier. Das ist ein ordentlicher Makros. So, schmeiß den hier. Schmeiß den hier rein. Nun sehen wir gleich, wo die Reise hingeht. Das ist ein Probeklos. Aber ich bin da guter Dinge, das wird schon klappen. Ein bisschen optimistisch sein hier. Jetzt kommen sie gleich wieder zusammen, da kommt noch ein bisschen Ei dran. Aber es werden schön so. Meine Oma hat die früher immer aufgetürmt in der Küche. Wie so eine kleine Pyramide. auf dem Teller. Dann ist jeder, der vorbeigegangen ist, hat immer so einen Makros weggeholt. Die Pyramide ist immer eine andere Form gekriegt. Ja, bei uns, bei meiner Oma in der Küche hat sich auch die komplette Familie komischerweise an den Tagen immer in der Küche gleichzeitig getroffen, wenn die das gemacht hat. Und die konnte wirklich gar nicht so schnell rollen, wie die Dinger weggegangen Richtig. sind. Und ich weiß, dass meine Mutter erzählt hat, dass meine Oma regelmäßig, wie sie mit mir schwanger war, meine Mutter, eine Riesenschüssel Markwürstchenteig machen musste, die meine Mutter dann genüsslich gegessen hat. Also das nenne ich in Zukunft mein Marklöschen. Ja, Wir machen nochmal zu Ende, ich esse oder? den Teig ja auch so gerne. Also manche Dinge hat man dann auch einfach im Blut, ne? Ist so. Ist wirklich so. Und die werden schön. Gib mir mal gleich einen kleinen. Oder einen großen. Wo du gerade voll im Handwerk bist. Was macht man, wenn man zu viele hat? Wie in unserem Fall jetzt, weil die werden wir auch nicht alle essen. Nein, einfrieren. So in den Beutel tun, ein bisschen mit Abstand. Und dann so schön sauber in die Truhe gelegt. Okay. Also Beutel dann zu, so Zipperbeutel. Aber eine Schale ging doch auch, wo man zum Beispiel zwischen die einzelnen Lagen Backpapier legt. Oder Kannst so, du auch ne? machen. Also ich würde es so reinlegen, dass sie ein bisschen Luft dazwischen haben. Dann kannst du sie besser näher auseinanderholen. Und dann einfrieren. Und wenn du das nächste Mal brauchst, tust du die einfach raus. Die tust du ja nachher nicht kochen, die tust du ja ins siedende Wasser legen, dass die wirklich nur noch Ziehen, ne? ziehen. Und holst du die einfach raus. Und legst sie so tief gefroren ins Wasser. Also viel einfacher, als sich jedes Mal in den Supermarkt zu bemühen und irgendwelche schlechteren Qualitäten fertig zu kaufen. Das ist wohl wahr. Ja, wobei, man muss ja fairerweise sagen, jetzt hier mit dem Mark ist ein bisschen mehr aufgelöst, aber wenn du die mit Butter machst, Richtig, das ist keine Arbeit. genau. Also- Und vom Geschmack her sind die auch super lecker. Ja. Also das nützt nicht viel. Also als Empfehlung immer die doppelte, dreifache oder vierfache Menge. Richtig. Mach es fertig, dann bist du zwar eine halbe Stunde länger beschäftigt, aber du hast für die nächsten Male eine super Suppeneinlage. So. Nur einer geht in den Koch. Das ist der zweite. Wir müssen ja hier wieder ehrlich bleiben, ne? Schauen wir mal, was unser Probeklos macht. Oh, guck mal, schwimmt oben. Und er ist auch ein bisschen aufgegangen. Ja. Also das ist jetzt wirklich kein Klößchen mehr, das ist ein Kloß. Ist ein Kloß. Aber der fühlt sich gut an. Richtig gut. Und einen Löffel holen. Gerade würde ich sagen, dass der jetzt noch ein bisschen braucht, aber er ist oben geschwommen, das ist normal ein Zeichen, dass er gut ist. Er ist schön fluffig.
Hat noch ein bisschen gekonnt, sieht aber gut aus. Du weißt, was du mit der anderen Hälfte zu tun hast jetzt, ne? Der ist auch noch. Nein? Nein. Achtung, heiß. Geil, ne? Ja. So geht Marc los. So. Jetzt warten wir auf die Suppe. Jetzt sind knapp 1,5 Stunden rum. Unsere Suppe oder unsere Brühe vielmehr ist jetzt schön runter, also geköchelt. Hat auch schon eine ganz tolle Farbe gekriegt. Wir haben immer wieder schön brav abgeschöpft, also ist wunderbar klar geworden. Jetzt werden wir erstmal, meine Frau hat sich schon vorbereitet, also gleich unsere Einlage. Auch unsere Marklöschen, Salz und Pfeffer, Petersilie. Aber das brauchen wir jetzt gleich. Stelle ich mal gerade mal zur Seite. Weil jetzt wollen wir erstmal abschöpfen. Ohne am besten große Wurzelei zu machen. Das funktioniert nicht. Ich weiß. So, jetzt haben wir erstmal ein grobes Sieb hier. Das heißt, ich hole jetzt erstmal hier alles runter, was irgendwie so locker, fluffig runtergeht. Und Wurzelei gemacht. Auf jeden Fall riecht jetzt gut hier. So. Hier unser Sieb. Doch sein Dienst getan. Siehst du aber auch schon, die ist schon ganz gut klar geworden. Also, und eine schöne Farbe. Ich will jetzt nur mal das Grobe abholen und dann kann ich gleich kippen. Das ist der pure Geschmack. Ja, wir haben eben schon mal probiert. Ja. Und obwohl die noch gar nicht groß gewürzt ist, also mit Salz und Pfeffer, hat die schon richtig Power. Ja. Also man schmeckt so wirklich diese, ja, Knochenkraft, ne? Ja. Diese Knochenbrühe. Ja, vor allem ist es ja auch gesund, ne? Das ist ja Ja. wirklich, ist ja natürliches Antibiotika auch mit. So auch eher bei Hühnern, das ist noch kräftiger, also wenn du noch richtige Hühnerbrühe machst, aber hier ist ja auch, wegen, da ist so viel Kraft drin, das ist so gut für den Körper. Ja, wir hatten in der Pandemiezeit da auch den einen oder anderen Erfolg mit, ne? Haben wir den einen oder anderen wieder mit fit gedopt. Das war eine Punktlandung. Sauber. So, jetzt mache ich gerade den Topf hier sauber. Und dann geht die ganze Sache nochmal durch ein Passiertuch. So, jetzt habe ich hier Passiertuch. Hast du das nicht? Wie heißt das? Holst du ein sauberes Baumwolltuch oder lässt die Brühe so, wenn du sagst, das reicht mir so. Ja. Das probiere ich hier irgendwie, ich mach schon mal mit dem Löffel, ist besser. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird sonst echt gefährlich. Ja, weil mit der Menge hier. Einfach nochmal, um ein bisschen die Brühe noch ein bisschen mehr zu klären. Du kannst auch, habe ich auch mal einmal gesehen, habe ich noch nie gemacht. Man kann auch Brühe mit so Klärfleisch oder mit Klärei, ne, klären irgendwie. Aber Damit kenne ich mich auch nicht aus. habe ich nur mal einmal gesehen, aber nie verfolgt. Und jetzt schön die durchgeben. Ah, geht doch. Dass nur das Tuch hält. Puff. Aber jetzt siehst du mal, ich sag ja das gleich mal, was hier drin hängen bleibt. Das ist heftig. Wahnsinn, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. So. Wir räumen mal gerade hier ein bisschen auf und dann geht es gleich weiter. Ja. Krass. Und wenn du dann überlegst, in den Sterneküchen machen die das teilweise zweimal oder dreimal. Kein Wunder, ne? Ja. Krass. So, beigeräumt haben wir jetzt. Hier ist unser Süppchen. Mit schöne Klare. Wir machen jetzt, einfach für ein bisschen mehr Farbe, so einen Esslöffel Sojasauce da rein. Gibt ja wirklich eine schöne Farbe von der ganzen Suppe. Oder Brühe. Wunderbar. Dann ordentlichen Schlag noch Salz und Pfeffer. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber Salz war ja auch gar nicht drin, ne? Nee. Deshalb Pfeffer nicht so viel. Man muss immer die Menge jetzt sehen. Wir haben hier ungefähr jetzt 4 Liter.
Und da passt schon was dran. Der Löffel Sojasauce macht den Bock nicht fett. Der gibt immer nur für die Farbe jetzt. So. Einmal umgerührt. Wie viele Liter sind das jetzt? Kannst du das abschätzen? Ungefähr 4. So. Geht am besten mit so einem Schneebesen, dann hast du wirklich auch alles verteilt. So. Jetzt probieren wir die ganze Sache mal, ob das passt. Farbe schon mal toll. Und da fehlt noch Salz. Ja, das sieht immer so viel aus Ja. mit der Mühle, ne? Aber im Endeffekt ist das nicht viel. Und da muss ordentlich Salz dran, weil das Salz ist auch der Geschmack. Klar. Wir machen jetzt hier noch keine Petersilie dran, weil wir den Großteil davon nachher einfrieren. Und ich mache die immer lieber frisch dran. Einfach ein schöner Geschmack. Aus dem Grund steht da auch das kleine Töpfchen, Richtig, weil da kommt gleich unsere Portion für heute rein. genau. Und der Rest wird abkühlen gelassen und so wie mein Mann gesagt hat, dann portionsweise eingefroren. Richtig. So. Jetzt passt. Jo. Jetzt haben wir hier wunderschön klein geschnitten von meiner Frau. Weil es sind einmal Knollensellerie, einmal eine Möhre. Kommen hier rein. So. So. Jetzt kommt da drauf ein Teil von unserer Suppe. In den Topf, daneben wie gerade. Das einmal schnell machen will. Eine gute Portion, weil da freue ich mich gleich drauf. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Wobei am meisten freue ich mich gleich auf die Marklöchen. Nee, auf alles. Und du weißt ja, wie ich die gleich wieder esse. Ich mache die Marklöschen mit der Gabel klein So. in der Suppe. So richtig klein. Und dann kommt da gegebenenfalls noch ein Müh Essigessenz dran. Ja, Und dann werde ich das essen. ich habe die früher immer in ein Brötchen ausgeholt, dann in ein Brötchen reingestopft. Und dann das Ja. Brötchen in die Ja. Soße, in die Suppe reingedämmt. Auch gut. So, das soll uns reichen. Einmal frei. Deckel drauf. Der kann abkühlen. So. Die ganze Sache kann jetzt weich kochen. Und sobald das Gemüse fertig ist, kommen unsere Marklöschen dabei, Suppe ausgeschaltet und dann können die noch 10 Minuten ziehen. Und dann war es. Da kommen wir schon zum Anrichten. So, unsere Suppe kocht schon ganz gut jetzt. Ich schalte die jetzt aus. Hol die runter, also Gemüse ist gar. Jetzt kommt da rein die Menge an Marklöschen, die wir brauchen. Na, wie machen wir heute? Jeder 3 oder 4? Ich 2, bitte. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die sind ja auch relativ groß. Von 7. daher sind 2 eigentlich 4. Ich mach. So, 8. Punkt. Das Ding voll. Deckel drauf. Der ist jetzt aus hier, das Kochfeld. Und jetzt einfach nur bei ausgeschaltetem Kochfeld 10 Minuten ziehen lassen. Und dann sind wir fertig. Richtig, dann können wir anrichten. Yay! So, unsere Marklöschen schwimmen jetzt oben. Also damit sind die auch fertig. Jetzt probiere ich hier irgendwie einigermaßen schön welche rauszuholen. Ja, noch einen. So, jetzt hier noch ein bisschen von unserem Gemüse. Ah, herrlich. So. Vor allem, guck mal, wie schön klar die Brühe ist. Ja, die ist richtig schön Gold. Ist oben drauf noch ein bisschen Petersilie, aber ein bisschen viel, aber sonst okay. So. Grün ist gesund. So. So geht unsere Rinderbrühe, wobei Rinderkraftbrühe ist es nicht, weil die wird doppelt reduziert. Ist eine Rinderbrühe, aber eine richtig gute. Rezept, wie immer auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de
Gerne vorbeischauen, gerne Like da lassen. Wie machst du deine Rinderbrühe? Gerne mal unten runterschreiben. Stellen dann gerne dazu oder wir lernen gerne dazu. Gibt ja immer so einen Hack von der Oma, den man noch nicht kennt. Deswegen sind wir gespannt. Also gerne in die Kommentare schreiben. Wie lassen uns das schmecken? Da freue ich mich jetzt wirklich drauf wie ein Kleinkind. Ich auch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Jetzt probiere ich hier noch was davon. Ah, guck mal hier. Wunderschön. Und? Hast du Vibes? Oh ja, lecker. Mega. Oh, ist das toll. Sehr geil. Ab die Post.